Wonderful good morning, my friend. Einen wundervollen guten Morgen, meine Freunde. All over the world. Überall auf der Welt. So, verse 38. Vers 38. So now I live with the confidence that there is nothing in the universe with the power to separate us from God's love. Deshalb lebe ich jetzt in der Zuversicht, dass nichts im Universum die Macht hat, uns von Gottes Liebe zu trennen. Look, Schau, Paul not only believes in the love of God, Paulus glaubt nicht nur an die Liebe Gottes, but he's come to a confidence. sondern er ist zu einer Zuversicht gelangt. How confident are you that you are inseparable from God's love? Wie überzeugt bist du, dass du nicht von Gottes Liebe getrennt werden kannst? You know, people have become confident in so many things that they can achieve. Die Leute sind so überzeugt von dem geworden, was sie erreichen können. We teach our little children to be confident. Wir bringen unseren kleinen Kindern bei, zuversichtlich zu sein. Little boy, be confident. You can become a great soccer player. Kleiner Junge, sei zuversichtlich, du kannst ein großer Fußballspieler werden. Be confident. You can become a great this or a great that. Sei zuversichtlich, du kannst ein großartiges so und so werden. How about teaching our children a different confidence? Wie wäre es, wenn wir unseren Kindern eine andere Art Zuversicht beibringen würden? How about teaching our children, you can be confident, there is no power in the universe that can separate you from God's love. Wie wäre es, wenn wir unseren Kindern beibringen würden, du kannst dir sicher sein, dass es keine Macht im Universum gibt, die dich von der Liebe Gottes trennen kann. His love is so powerful and so unconditional. Seine Liebe ist so mächtig und so bedingungslos, That no matter what you go through, it will remain the same. dass egal was du durchmachst, sie bleibt immer dieselbe. That's the confidence we have to install in our children and in each other. Das ist die Zuversicht, die wir in unseren Kindern und ineinander aufbauen müssen. He continues to say, I'm convinced that his love will triumph over death, Weiter sagt er, ich bin überzeugt, dass seine Liebe über den Tod, over life's troubles, über die Schwierigkeiten des Lebens, over fallen angels, über die gefallenen Engel or dark rulers in the heavens. oder die dunklen Herrscher im Himmel triumphieren wird. Look, Schau, when I only think how much faith Christians have in the demons and the devil, wenn ich nur denke, wie viel Glaube die Christen an Dämonen und den Teufel haben. the resistance of the devil. Oh, der Widerstand des Teufels. Reinhard, careful when you do a big conference, Oh, Reinhard, sei vorsichtig, wenn du eine große Konferenz machst. because the devil will attack you. Denn der Teufel wird dich angreifen. Careful. Sei vorsichtig. Look at this. Schau dir das an. Paul was so confident Paulus war so überzeugt, that the love of God will triumph over every fallen angel and dark rulers. dass die Liebe Gottes über jeden gefallenen Engel und über die dunklen Herrscher triumphieren wird. We have to learn to give more credit to the deep love of God for us than to whatever the devil can do. Wir müssen lernen, der tiefen Liebe Gottes zu uns mehr Beachtung und Vertrauen zu schenken, als allem, was der Teufel tun kann. Doesn't matter how dark this ruler is and how horrible this demon is. Es ist egal, wie dunkel der Herrscher oder wie furchtbar der Dämon ist. None of them has the power to separate me from God's perfect love. Keiner von ihnen hat die Macht, uns von Gottes perfekter Liebe zu trennen. And not only that, but God's perfect love has already triumphed over them. Und nicht nur das, sondern Gottes perfekte Liebe hat bereits über sie triumphiert. Then he says there is nothing in our present or future circumstances that can weaken his love. Dann sagt er, es gibt nichts in unseren gegenwärtigen oder zukünftigen Umständen, das seine Liebe schwächen könnte. Wouldn't it be amazing if you could come to this deep heart conviction? Wäre es nicht großartig, wenn du zu dieser tiefen Herzensüberzeugung kommen könntest? Look, nothing in the present or in the future. Schau, nichts in der Gegenwart oder Zukunft. Recently, a thought has gripped my heart. Kürzlich ergriff ein Gedanke mein Herz. It has to do with the deep, deep love of God for us. Er hat mit der tiefen, tiefen Liebe Gottes für uns zu tun. Look, the Bible says that Jesus is our bridegroom. Die Bibel sagt, dass Jesus unser Bräutigam ist. So that means one day there will be a wedding feast and Jesus will marry us. Das heißt, eines Tages wird es ein Hochzeitsfest geben und Jesus wird uns heiraten.
And this is the thought that really impacted me. Und folgender Gedanke hat mich wirklich getroffen. Let's imagine that you fall in love and you are deciding that you want to marry a certain person. Stell dir vor, du hast dich verliebt und du hast dich entschieden, diese Person zu heiraten. And then as you're already thinking about marrying this person, Und als du bereits über die Heirat mit dieser Person nachdenkst, you have this revelation. hast du folgende Offenbarung. Suddenly you can not only see all the past of this person, Plötzlich kannst du nicht nur die Vergangenheit dieser Person sehen, but you suddenly see also the future. sondern auf einmal siehst du auch die Zukunft. By revelation, you know that this person is going to betray you. Durch die Offenbarung weißt du, dass diese Person dich betrügen wird. This person is going to deeply hurt you. Sie wird dich zutiefst verletzen. This person is going to do things that are very selfish Sie wird sehr egoistische Dinge tun and use you. und dich ausnutzen. Would you marry this kind of a person? Würdest du diese Person heiraten? If you know 100% sure that this person is going to do all these things to you. Wenn du mit 100%iger Sicherheit wüsstest, dass sie dir all diese Dinge antun wird. I tell you what, I don't know anybody who would do that. Ich kann dir sagen, dass ich niemanden kenne, der das tun würde. We would immediately say, you know what, this relationship is over, I'm not going to marry you. Wir würden sofort sagen, weißt du was, die Beziehung ist aus, ich werde dich nicht heiraten. Why would you marry somebody who would cheat on you, commit adultery? Warum solltest du jemanden heiraten, der dich betrügen und Ehebruch begehen wird? Yet, this is exactly what happened with Jesus and us. Doch das ist genau das, was mit Jesus und uns passiert ist. We have all hurt him. Wir haben alle ihn verletzt. We've all done selfish things. Wir alle haben egoistische Dinge getan. You know, when we put anything into the place that belongs to him, Weißt du, wenn wir irgendetwas an die Stelle setzen, die ihm gehört, that's spiritual adultery. ist das geistlicher Ehebruch. So we've committed spiritual adultery with money, with people, with power, with position. Wir haben also geistlichen Ehebruch mit Geld, mit Menschen, mit Macht, mit Positionen begangen. And God, knowing all of this, says, I'm still going to marry you. Und Gott sagt, obwohl er all das weiß, ich werde dich trotzdem heiraten. See, this is what Paul is trying to convince us of. Davon versucht Paulus uns zu überzeugen. Nos convencer aqui. That even the things of the future cannot weaken his love for us. Dass nicht mal Zukünftiges seine Liebe zu uns schwächen kann. We have to continually convince our heart of this incredible truth. Wir müssen unser Herz fortlaufend von dieser unbeschreiblichen Wahrheit überzeugen. The more we are sure how much he loves us, the more we will live in incredible victory. Je sicherer wir sind, wie sehr er uns liebt, desto mehr werden wir in herrlichem Sieg leben. Tomorrow we are going to finish this series with verse 39. Morgen beenden wir diese Serie mit Vers 39. And then we are not going to go into chapter 9. Und dann werden wir nicht zu Kapitel 9 gehen. We are going to find out some other teaching that we will do. Wir werden etwas anderes finden, worüber wir lernen können. Thank you and see you tomorrow. Danke und bis morgen.